Über Hunderte von Jahren sind hier im Kloster St. Gallen im Skriptorium Schriften abgeschrieben worden. Seien es religiöse Schriften, aber auch andere Texte, die wichtig sind für ihre Zeit. Und so ist hier auch eine Sammlung zusammengekommen von ganz vielen Büchern. Hier in der Stiftsbibliothek liegen einige der ältesten Handschriften überhaupt, die es gibt. Es war am 16. März 2020. Da hat sich ein kleines ökumenisches Team zusammengefunden und hat sich gefragt, ja, wie könnten wir jetzt die Leute, die jetzt durch den Lockdown ja vereinzelt sind in ihren Wohnungen, wie könnten wir die irgendwie aus dieser Vereinzelung rausholen? Und da ist die Idee aufgekommen, wir könnten doch die Leute einladen, immer ein Kapitel von der ganzen Bibel abzuschreiben. Und wir haben wirklich im gesamten Projekt knapp 1000 Leute gefunden, die geschrieben haben. Und so ist das 7-bändige Werk entstanden, wo die ganze Bibel, also das Erste und das Zweite Testament, von Hand abgeschrieben sind. Da hat dann wirklich sehr eindrückliche Kunstwerke gegeben. Einerseits Leute, die über Kunst und Kultur, das Gestalten dazugekommen sind. Wir haben aber auch jemanden, der hat geschrieben, ich bin Atheistin. Es haben ganze Schulklassen gestaltet, die mega stolz waren, dass jetzt ihr Text dann in die Stiftsbibliothek kommt und dort fast für ewig aufbewahrt wird. Es war also ein Innovationstreiber, die Corona-Bibel für uns. Und wir haben gemerkt, aus den Rückmeldungen, die die Leute gegeben haben, sie haben sich als Teil von einer grossen Corona-Bibel-Gemeinschaft gefühlt, ohne eigentlich ein einziges Mal zusammenzukommen zu sein. Es verbindet eben einerseits das, was mein Hobby ist und auch ein bisschen mein Beruf und meine Liebe zur Bibel. Also in erster Linie ist es meine Freude am kreativ tätig sein, am schöpferisch unterwegs sein, zeichnend, schreibend, einfach gestaltend. Und als ich das gehört habe via Live-Channel, das hat mich gerade gepackt. Mir war es wichtig, dass ich von dem, was mich schon manches Jahr begleitet hat, das ist eben Kalligraphie, einen Beitrag zu leisten zu der Corona-Bibel. Weil ich möchte eigentlich gerne auch wieder die Handschrift, dass die nicht vergessen geht. An und für sich ist mir schon wichtig, wieder mal mit der Hand selber einen Buchstaben zu schreiben. Vor allem in dieser Pandemie war es eine gute Idee, um Leute zu verbinden. Und als ich geschrieben habe, hat es mir auch sehr viel Spass gemacht. Vor allem, wenn man sieht, wie dick das ist und wie viele Leute da mitgeschrieben haben, dass man ein Teil davon ist. Etwas ganz Spezielles, das jetzt noch anschliesst, ist, dass wir jetzt die Corona-Bibel auf den Weg schicken. Wir haben jetzt 3 Exemplare von diesen Nachdrücken genommen, besonders gut verpackt. Und die sind jetzt wirklich vom Postweg, aber auch in kleinen Anhängerli und Velo unterwegs und besuchen so verschiedene Gemeinden, Vereine, Einzelpersonen in Österreich, Deutschland und in der Schweiz. Ja, und so mit dem Projekt, dass die Bibeln jetzt unterwegs sind in diesen 3 Ländern, so bleibt das Projekt einerseits, aber auch das Wort Gottes bleibt lebendig. Es ist für die Menschen wirklich erlebbar. Es ist nicht einfach abgesperrt jetzt in dem Kasten, wo es aufbewahrt wird, auch in der Stiftsbibliothek, sondern es bleibt lebendig. Und so sind wir Weltkulturerbe.